Wir bekommen heute zusammen raus, welches die beste Tauchsäge 2026. Und deswegen habe ich hier 12 Geräte auf dem Tisch. Wir haben hier einmal das Thema Akku und natürlich auch das Thema Kabel, je nachdem, was dir lieber ist. Denn wir haben verschiedenste Testkriterien, werden heute Punkte vergeben und am Ende wissen wir, welche ist die beste und vor allem du weißt, welche ist die beste für dich. Viele von euch wissen, ich liebe Tauchsägen. Und deswegen schauen wir uns heute das Thema mal wieder ganz genau an. Denn wir haben 2026, es gibt einige Neuerungen und deswegen müssen wir hier mal rein. Und das Video ist genau das Richtige für dich, wenn du erstens noch keine Tauchsäge hast, um für dich zu entscheiden, welche ist die richtige für dich. Aber falls du schon eine Tauchsäge hast, dann wirst du in diesem Video wissen, wie gut rankt sie denn gegen die anderen Sägen und musst du dir vielleicht eine andere kaufen? Am Anfang musst du für dich übrigens eine zentrale Frage beantworten. Was passt besser zu dir? Kabel oder Akku? Denn beides hat Vor- und Nachteile. Und wenn du diese Frage für dich beantwortet hast, kannst du übrigens unten in den Kapitelmarken schon für dich entscheiden und ein bisschen nach vorne oder nach hinten spulen, ja, je nachdem, was für dich wichtiger ist. Lass uns aber mal ganz kurz über die Vor- und Nachteile sprechen. Nummer 1, Flexibilität. Bei Flexibilität bist du ganz klar hier. Das heißt, du kannst ganz schnell so eine Maschine nehmen, irgendwo hin, hier sägen, kannst dann dahin sägen, kannst hier oben sägen und musst dich nicht mit dem Kabel irgendwo rumplagen. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Dann nimmst du ein Akkugerät. Wenn du ein Gerät haben möchtest, was immer einsetzbar ist, bist du natürlich auch ganz klar beim Thema Akku. Im Zweifel hast du irgendwo da hinten gerade keinen Strom. Dann bist du beim Thema Akku viel besser aufgehoben. Du hast aber hier einen zentralen Nachteil, denn das ist auch der Akku. Du hast nämlich einen Gewichtsnachteil, wenn du diese Akkugeräte hast. Die kabelgebundenen Geräte sind in der Regel viel, viel leichter. Handlungsfreiheit übrigens nochmal, muss ich relativieren, jetzt werden einige von euch sagen, ja, aber hier habe ich doch auch eine Absaugung dran. Ja? Das heißt, wenn ich hier eine Absaugung hinten dran habe, dann, naja, aber dann habe ich ja trotzdem ein Kabel dran. Ja, aber du kannst natürlich auch mal ohne Absaugung arbeiten und am Ende ist dann nur ein einziger Schlauch oder Kabel, den du hinter dir herschleppst, anstatt wie hier 2. Das nächste ist das Thema Preis. Die Geräte mit Kabel sind im Gesamtsystem in der Regel deutlich günstiger. Ja, wenn wir zum Beispiel das Festool-Gerät uns angucken, die beiden kosten etwa gleich viel. Aber gleich viel heißt, hier habe ich noch keinen Akku. Wenn du jetzt sagst, ich möchte mindestens mal 2 Akkus noch dazu haben, nein, dann musst du noch 2 Akkus kaufen, dann bist du hier natürlich beim deutlich höheren Preis. Gucken wir uns mal das Thema Durchzug an und das Thema Kraft an. Hier ist es so, die nehmen sich eigentlich kaum etwas, weil die modernen Brushless-Motoren, die wir hier drin haben, die haben so viel Durchzug, die stehen denen in nichts nach. Aber dann lasst uns mal schauen, welche Geräte haben wir denn hier eigentlich auf dem Tisch und warum haben wir genau diese Geräte hier. Ich habe versucht, es möglichst vollständig zu machen. Ein Gerät, was ich gerne da gehabt hätte, fehlt mir, und zwar von Dewald fehlt mir das Akkugerät. Das habe ich einfach heute nicht da gehabt. Hier ist es so, dass ich euch am Ende dazu nochmal ein Feedback gebe, weil die sind fast baugleich, aber da kommen wir später nochmal dazu. Eine Sache fehlt hier aber auf dem Tisch, und zwar diese, ich nenne es mal bewusst, die sehr günstigen Marken, um nicht ein böses Wort zu sagen. Die haben wir letztes Mal schon mal mitgetestet, haben die extrem schlecht abgeschnitten. Und ich sage da auch, Mensch, bei einer Tauchsäge, bitte spar dich da nicht zu Tode. Kauf lieber ein Gerät, was wirklich eine gute Qualität hat, anstatt dass du so ein, ja, muss man schon so einen Mist kaufst. Ja, also du möchtest ein präzises, gutes Gerät haben. Das heißt, wir nehmen mal die Geräte, die auf dem Tisch sind. Außer wir haben heute hier von Einhell eine neue Säge. Die ist gerade neu bei uns eingetroffen. Die können wir ruhig heute mal mit reinnehmen. Ansonsten bleiben wir hier bei den Premium-Marken. Und dann schauen wir uns mal das hier an. Hier haben wir die kabelgebundenen Geräte und auch übrigens für später mal, ja, hier, das ist ein kabelgebundenes Gerät, das Kabel kannst du ja hier abziehen. Ja. Wir haben hier die kabelgebundenen Geräte. Wir fangen wir mal hier an. Hier haben wir das Gerät von Bosch mit dabei. Dann haben wir das Gerät von Makita mit dabei. Und das Gerät von Makita hat den großen Vorteil, das ist unser Preis-Leistungsbrecher. Das Gerät kostet knapp 300 € und ist damit wirklich eines der günstigsten Geräte, oder wenn nicht sogar das zweitgünstigste Gerät hier im gesamten Testfeld. Ja. Wenn wir uns weiter anschauen, wir haben hier Dewald, wir haben hier Metabo. Die Säge kennen ja sehr viele, weil das Akkugerät ist ja in aller Munde gewesen eine Zeit lang. Und dann gibt es hier noch das Festool-Gerät hier für fast 600 €. Wenn wir von der anderen Seite jetzt uns das Ganze mal anschauen, hier haben wir jetzt Einhell mit einem Preisbrecher 200 €, so wie sie hier steht. Dann haben wir hier Makita und darüber müssen wir sprechen. Bei Makita gibt es hier das 18-Volt-Gerät hier mit 2 18-Volt-Akkus und das gibt es aber in 2 verschiedenen Varianten. Einmal mit diesem kleinen Teil hier und einmal ohne das. Diese kleine Senderempfänger, nicht nur Sender, glaube ich, den wir hier haben, der ist dafür da, um den Sauger anzuschalten. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Wenn ich so ein Akkugerät habe, dann möchte ich einen kompatiblen Sauger haben, der angeht, wenn ich mit der Maschine arbeite, der dann auch wieder ausgeht, wenn ich nicht mehr mit der Maschine arbeite. Sonst macht das ja überhaupt gar keinen Sinn, so ein Akkugerät zu haben. Sonst fummel ich ja doch die ganze Zeit wieder rum. Ja? So,
diese Maschine hier gibt es aber in 2 verschiedenen Varianten. Die gibt es ja mit und ohne. Und die günstige Variante kostet so um die 350 €. Die Variante, die ich hier habe, die kostet dann schon zwischen 50 und 100 € mehr. Was merkwürdig ist, denn das andere Gerät von Makita, was wir haben, das 40 Volt Gerät, was wir haben, das kostet so zwischen 350 und maximal 400. Eher so 360, 370 €, je nachdem, was gerade der Straßenpreis ist. Apropos Straßenpreis, unten in der Videobeschreibung findest du alle Geräte verlinkt und findest du auch zu jedem Gerät den ehrlichen Preisvergleich. Ja, da findest du alles. Also schau da bitte unbedingt mal rein, wenn du noch irgendwie mehr Informationen dazu haben willst, einen aktuellen Preis haben willst und so weiter und so fort. Dann haben wir hier unser Gerät von Bosch, ein Klassiker, lange auf dem Markt, sehr bewährt. Dann kommen wir zu Festool. Bei der Säge ist es so, wir haben jetzt endlich nur einen Akku. Wie die sich schlägt gegen die anderen, da bin ich mal sehr gespannt. Makita hatten wir schon 40 Volt, dann haben wir hier Milwaukee, meine, so viele verschiedene Geräte. Milwaukee 18 Volt, dann haben wir Metabo 18 Volt und dann sind wir auch schon durch. Und dann fangen wir jetzt mal an. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Wir haben unsere Bewertungskriterien, die wir jetzt Punkt für Punkt für Punkt durchgehen. Und bei den Kriterien ist es so, dass wir immer 0 Punkte für gar nicht vorhanden vergeben und bis zu 3 Punkten. In der Regel ist es häufig vorhanden, nicht vorhanden, das ist meinetwegen nur 1 Punkt. Wenn aber irgendwas extrem gut ist, dann vergeben wir auch mal 2, vielleicht sogar irgendwo mal 3 Punkte, sodass wir am Ende einen Gesamtsieger haben. Aber ganz wichtig, wir werden einen Gesamtsieger haben von Akkugeräten und dann auch einen Gesamtsieger von Kabelgeräten. Und was du natürlich machen kannst, ist Folgendes. Du kannst jetzt natürlich für dich einen Zettel nehmen und so ein bisschen mitschreiben für dich, denn wie würdest du es bewerten? Weil dann wirst du am Ende rausbekommen, was ist deiner Meinung nach das beste Gerät und ich kriege raus, was ist meiner Meinung nach das beste Gerät. Legen wir mal los und wir kommen gleich zu einem Qualitätspunkt, nämlich wie gerade ist der Boden. Was genau meine ich damit? Hier unten der Fuß, ja, den wir hier haben, oder der Boden, den wir hier haben, der hat bei sehr günstigen oder schlechten Sägen ein Problem, nämlich er ist nicht plan. Dann ist es so, dass die Sägen hier stehen und dann kann ich, wenn ich hier hinlege, kann ich zum Beispiel hin und her wackeln. Dann wackelt die aufeinander, aber ja, dann ist es so, dass es nach vorne wackelt, nach hinten wackelt und so weiter. Wenn das passiert, kannst du nicht ordentlich gerade sägen, weil die Säge ja immer so hin und her wackelt und du denkst jetzt, ja, was ist denn das für ein Quatsch? Nee, es gibt wirklich Sägen, die das machen und die das haben. Jetzt ist es aber so, ich habe mir das gerade angeguckt, bei allen Sägen, die wir hier haben, ja, überall nochmal hin und her geguckt, auf eine plane Oberfläche nochmal gestellt und das ist gut und das sage ich deswegen auch nochmal, das ist gut, weil selbst diese Maschine von Einhell das ganz gut macht und da hatten wir früher schon andere Geräte dabei. Und jetzt fangen wir nämlich auch an, hier drüben seht ihr die ganzen Geräte und da stehen jetzt auch die Punkte. Da alle das gut machen, bekommen auch alle einen Punkt. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Wackeltest, oder einem Wackeltest der anderen Art und Weise und der ist wirklich wichtig, mir wirklich wichtig, weil es kommt ja hier auf Qualität an, auf Präzision an. Und das ist der 45 Grad Wackeltest. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt so eine Säge haben und fahren es zur Seite, dann ist es so, wir halten das hier mal fest, dann sollte das jetzt nicht hier so hin und her rumwackeln. Ja? Und in der Regel ist es so, wir haben hier vorne und hinten die Möglichkeit, das zu verstellen. Ja? Beziehungsweise festzustellen, um es zu lösen. Es gibt auch 1, 2 Geräte, die haben das anders, aber die haben wir, glaube ich, heute davon aber keinen da. Ne, Waffel macht das zum Beispiel anders. Aber jetzt machen wir es so, wir lösen das Ganze, stellen es hoch und dann stellen wir sie hier fest. Jetzt habe ich sie auf 45 Grad gestellt und habe es hier noch nicht festgestellt, weil es gibt Geräte, wenn wir gleich nochmal dazu kommen, die wackeln dann hier hin und her und dann kann ich nicht präzise vorne und hinten 45 Grad einstellen und dann sägt die so ein bisschen schrägonal schief in der Gegend rum. Wenn wir uns jetzt mal hier fest angucken, sehen wir, das ist fest. Ja, das ist wunderbar. Hier also volle Punktzahl, man bekommt wieder einen Punkt. Okay, dann gucken wir jetzt mal zum nächsten. Gehen wir einmal schnell durch. Gucken wir mal hier an, Milwaukee, hoch, einstellen. Ja, wie sieht es hier aus? Richtig fest, wunderbar. Also ihr seht jetzt hier, das ist aber auch ein Qualitätsthema. Also das ist wirklich, wirklich gut. Jetzt kann ich es hier feststellen und dann ist das Thema durch. Ja, funktioniert, ich kann wunderbar sägen, gar kein Thema. Dasselbe machen wir jetzt mal mit Bosch. Mal schauen, wie es da aussieht. So, kommen wir hier zu Bosch. Auch da nach vorne hier einstellen und dann sehen wir hinten, oh, schaut mal hier. Ja, hier kann ich schon so ein bisschen wackeln. Da kann ich schon das so ein bisschen machen und ihr seht jetzt hier, wenn ich jetzt das nicht perfekt mache, sondern dass ich es hier schön anlege und jetzt zuziehe, dann ist es so, naja, dass ich hier schon so ein bisschen wackeln kann. Das ist, würde ich sagen, im Rahmen. Guck mal, wie die anderen sich schlagen, ob das bei denen anders ist. Aber ihr habt gesehen, es ist schon ein Unterschied. Also hier seht ihr, das wackelt schon ganz schön. Und jetzt ist wirklich die Frage, stelle ich es jetzt hier fest oder da oder da? Oh,
Ja, also das ist schon so an einem Rand, wo ich sage, weiß ich nicht, ob das noch einen Punkt bekommt. Weiß ich nicht, ja. Ich glaube eher nicht. Ja, ich würde sagen eher nicht. Hier, ja, hier ist schon gut fest. Also hier bewegt sich kaum noch was. Ein bisschen mehr als bei Milwaukee und bei Festool, aber das ist schon gut. Jetzt haben wir hier 18 Volt Makita. Hier ist auch so. Das wackelt mich jetzt zu doll. Das ist jetzt, du kriegst die Säge schon eingestellt, aber es gibt ein komisches Gefühl. Ja, wo stelle ich es denn ein? Muss ich es so oder so oder so? Ich denke mal, in der Tiefe wird das so schon funktionieren, aber es ist eine ganz leicht andere Qualität. Darauf will ich eigentlich hinaus. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, alle diese Sägen kannst du kaufen und mit dem nutzen. Also eigentlich egal welche, das funktioniert ja grundsätzlich. Wir wollen jetzt ja die Nuancen rausarbeiten als Unterschied. So, und jetzt kommen wir noch zur letzten. Zur Einhell. Oha. Also das ist immer eine ganz andere Sache hier. Also die wackelt jetzt, schaut euch das mal an von hier. Schaut mal da. Das ist schon krass. Von den Punkten her würde ich jetzt Folgendes vergeben. Dem Bosch würde ich gerade noch so einen Punkt geben, weil es so an der Grenze war. Jetzt müsst ihr für euch entscheiden, ja, Punkt, kein Punkt. Bei den beiden Makita und Einhell würde ich den Punkt abziehen. Wichtig ist Folgende. Alle können auf 45 Grad genau schneiden. Die Frage ist nur, musst du es nochmal nachstellen oder nicht und wie verlässlich, wie ist auch dein Gefühl da. Ja? Am Ende ist es auch so ein bisschen ein Qualitätsthema. Wir haben hier auf jeden Fall gesehen, dass gerade die beiden hier da gestanden haben wie eine 1. Kommen wir zum nächsten Punkt, Ergonomie. Und sei sehr gespannt, wie ich das Ganze bewerte am Ende. Und ich bin auf eure Bewertung gespannt. Schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare, wie schätzt ihr die Ergonomie ein. Da geht es um so ein paar Haptik, wie benutzt man das, wo ist so Besonderheiten, da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Nummer 1, bei Festool, ein geniales Gerät von der Benutzung her. Ja. Übrigens, was ich sehr, sehr, sehr fühle bei Festool ist immer eine Sache, wenn das grün ist, kannst du es benutzen. Ja, es gibt zwar ein paar Ausnahmen, bei anderen Sägen habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, aber hier ist es so, das kann ich benutzen, das, man sieht das sofort. Bei anderen Sägen ist es nicht so offensichtlich. Zum Beispiel, ja, dass hier oben, da an der Stelle, da ein Schalter ist, ja, das musst du ja erstmal wissen. Ja, beziehungsweise auch noch sehen, wo ist denn der nochmal gut für? Das ist bei Festool anders. So, sei es drum. Aber erstmal Ergonomie. Wenn wir jetzt hier die Festool uns angucken, ist es so, wir haben hier einen perfekten Schwung. Du nimmst die Säge einfach und kannst lossägen. Es ist nicht so, dass es zu steil ist. Was besonders ist, wir haben hier oben kein Gummi. Ja? Das heißt, wir haben hier Hartplaste oder hartes Kunststoff. Können wir einfach greifen, hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich mag das sehr, so wie sich die Maschine anfühlt. Ja? Das ist einfach, für mich ist es fast perfekt. Nur der Knubbel hier oben, der ist nicht perfekt geformt, weil ich kann immer nur 3 Finger so wirklich dumm rumlegen. Die anderen legen so ein bisschen komisch. Wir werden ja gleich hier rüber gehen, da sehen wir, ist es was anderes. Wenn wir uns jetzt das Gerät von Milwaukee anschauen, haben wir jetzt hier, wenn wir die jetzt mal so nebeneinander halten, ist das hier deutlich steifer. Wir haben das hier, was einen schönen Berg macht, so einen schönen Schwung hat. Hier stehen wir gefühlt im 90-Grad-Winkel an der Stelle. Das heißt, wenn wir hier hingreifen, ist es so, dass wir die Hand nicht so einfach so nehmen können, sondern die muss immer so nach unten. Das heißt, wir müssen so nach unten greifen. Das ist also immer so ein bisschen so, finde ich nicht optimal. Hatte ich schon mal bei anderen Sägen, ich finde es nicht optimal. Dafür ist der Griff hier oben eigentlich ziemlich cool, weil ich kann den sehr schön greifen. Was mich aber stört zum Thema Ergonomie ist das hier. Das Ding hier oben, was soll das? Jedes Mal habe ich hier was schön Gummiertes und dann habe ich so was anderes hier in der Hand. Das stört mich. Ja. Ansonsten hat die eine sehr, sehr gute Ergonomie, ist alles super. Bei Bosch ist es so, dass wir hier die auch perfekt greifen können, das ist alles schön, aber wir haben hier einen Zusatzhandgriff, der einen ganz komischen Schwung nach oben macht. Jetzt müsste man, entweder greift man das Gerät immer hier an, das fühlt sich aber komisch an, man möchte eigentlich eher so an der Seite anfassen und dann ist mir das manchmal ein bisschen zu hoch hier. Also ohne den Knubbel würde es mir besser gefallen. Ein zweiter Punkt ist auch noch bei Bosch. Das ist wirklich etwas, was mich so ein bisschen stört im Verhältnis. Wenn wir uns jetzt hier das Gerät angucken, ja, nehme ich hier den Akku einfach raus, kein Problem. Hier nehme ich den Akku unten raus, kein Problem. Bei Bosch muss ich den Akku nach oben ziehen. Wenn ich nach oben ziehe, dann knall ich mit dem Daumen sofort hier immer oben gegen. Jedes Mal. Ihr seht das hier nochmal? Ja, und das ist blöd. Das macht irgendwie keinen richtigen Spaß, ja, dass man da immer jedes Mal gegenkommt. Ja, sei es drum. Ja, das ist nicht perfekt. Jetzt muss man aber sagen, ansonsten ist das Gerät von der gesamten Haptik, Optik und so weiter, das ist schon echt schön auch von der Benutzung.
Kommen wir hier zu Makita. Hier stört mich der zweite Akku massiv. Denn wenn ich hier meine Hand habe ich hier immer meine Knöchel, ihr seht das hier, immer hier an diesem Akku dran. Das heißt, ich möchte hier nach unten sägen, dann lege ich meine Hand eigentlich auf den Akku. Das stört mich. Das mag ich überhaupt nicht. Ja? Ansonsten ist der Griff hier schön lang auch, kann ich schön benutzen, machen und tun. Okay, hier bei Metabo, manche finden den etwas zu rutschig, ich auch. Ja? Das ist ein anderes Kunststoff als bei Festool. Bei Festool hier hinten habe ich hier einen leicht rauen Kunststoff, der ist anders, das ist einfach ein bisschen anders. Ja? Und das macht schon viel aus. Vom Greifen her hat er auch hier einen schönen Schwung, das ist aber alles in Ordnung. Ich benutze die wirklich sehr gerne. Das könnte nur so eine minimale 2% Änderung. Kommen wir zu wir hatten ja vorhin bei der anderen Makita, hier den Akku hier oben, hier haben wir den nicht. Und schon ist es ein komplett anderes Gerät. Ich habe es in der Hand, kann das wunderbar führen, kann arbeiten, kann machen und tun. Richtig genial. Ja, also da ist es wirklich gut gelöst. Kommen wir zur letzten Maschine, Einhell. Und bei Einhell fällt eine Sache auf. Hier ist es so, ja, auch vom Schwung her gut. Man kann die wirklich gut greifen, kann gut damit arbeiten. Was mir auffällt, ist, der ist mir zu dick, der fühlt sich irgendwie komisch an. Wenn ich ihn so in der Hand habe, ist er mir ein bisschen zu groß. Was ich merkwürdig finde, weil der von Bosch ist auch relativ groß, aber der fässt sich anders an. Also manchmal ist es vielleicht auch eine Gefühlssache. Und jetzt kommen wir zu den Punkten. Was denkt ihr? Welche Punkte würde ich vergeben? Und deswegen ist es überraschend, ich würde einfach allen einen Punkt geben. Weil jeder hat so kleine Vor- und kleine Nachteile und da müsst ihr für euch selber entscheiden, was euch besser gefällt. Wenn man ganz ehrlich ist, würde ich, lasst uns eine Sache machen. Ich würde der Maschine einen Punkt abziehen. Weil das hier ist schon wirklich sehr störend, weil jedes Mal knalle ich dagegen, wenn ich das benutze. Und ich bin ganz klar Team, ich benutze bitte beide Hände. Nächstes Thema, Winkeleinstellung. Mit so einer Säge sägst du normalerweise eigentlich auf 0 Grad, sodass du einen perfekten Schnitt hast, also ein 90-Grad-Winkel entsteht. Vielleicht willst du auch eine Gärung sägen, dann kannst du natürlich dann die Säge neigen, bis auf 45 Grad. Wunderbar, können alle, gar kein Thema, da bräuchten wir gar keinen Punkt für vergeben. Aber einerseits möchtest du vielleicht mal einen Hinterschnitt machen, um Sachen perfekt zusammenzufügen. Wunderbar, brauchen wir -1 Grad. Auf der anderen Seite ist es auch schön, vielleicht mal auf der anderen Seite zu hinterschneiden, dass du bis zu 46, 47 Grad gehst. Wenn wir uns jetzt mal die Säge angucken, ist natürlich die Frage, wie man es einstellt. Ich löse es hier mal. Wir können hier zum Beispiel draufdrücken, dann können wir hier auf -1 Grad gehen. Ja? Oder ich ziehe hinten, ich muss so rum zeigen, ich ziehe hier hinten, hier dran und dann komme ich hier, muss man so machen und jetzt zack, jetzt komme ich auf 47 Grad. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, braucht man nicht jeden Tag, aber sollte die Säge können. Welche Säge kann es nicht? Es kann einhellig. Ja, das einzige Säge kann das nicht, insofern für alle einen Punkt, außer für Einhell. Kommen wir zur Vorritzfunktion. Hier ist es so, dass ihr wirklich für euch entscheiden müsst, braucht ihr das oder braucht ihr das nicht. Wenn ihr sehr häufig Plattenmaterial mit einer empfindlichen Oberfläche bearbeitet, sehr häufig, ja, und das wirklich immer wieder rein, raus macht, dann ist eine Vorritzfunktion wichtig. Wofür? Das heißt, dass ich Folgendes mache. Ich säge nicht zack bis ganz nach unten durch, sondern ich gehe nur einige wenige Millimeter ins Material, vielleicht auch nur 1-2 Millimeter rein und es ist so, dass ich nur die Oberfläche einmal anritze. Dadurch habe ich fast keine Ausrisse, meistens eigentlich gar keine Ausrisse und dass ich im zweiten Gang erst durchgehe oder tiefer gehe. Das ist eine schöne Sache, Vorritzfunktion eben genau um das zu machen, vor allem bei beschichteten Plattenmaterialien macht man das und da hat man in der Regel eine sehr guten Schnitt. Ja. Es gibt ja sogar von Festool ein Gerät, da hast du einen Vorritzer hier vorne mit dran, um noch schneller zu arbeiten, sodass du deine Tiefe schon einstellen kannst, ja, sodass du sagen kannst, okay, ich gehe auf die maximale Tiefe, sagen wir so, ich gehe auf die maximale Tiefe, aber vorne läuft ein kleiner Vorritzer, sodass du dann ergo dir einen Arbeitsgang sparst. Ja. So, wer hat denn eine Vorritzfunktion? Im Grunde ja alle Sägen. Und jetzt ist merkwürdig, warum, weil wenn einige von euch sagen, was denn, das stimmt doch gar nicht. Naja, doch, weil zum Beispiel Festool hat keine Vorritzfunktion. Es gibt das nicht hier zum Einstellen, sondern ich muss wirklich das Ganze nehmen, stelle es jetzt hier meinetwegen hier auf ein paar Millimeter nur, dann kann ich nach unten, ja, ihr seht das hier, ich kann sägen, dann lasse ich los, stelle es nach unten ein und dann kann ich nach unten sägen. Ja. Das heißt, Vorritzen in der Art und Weise, wie ich es gerade gesagt habe, dass ich sie einstelle auf eine Funktion, dass ich sie ganz hoch einstelle, dann trotzdem Vorritze, funktioniert. Das können wirklich alle Geräte, die hier sind. Ja. Aber es gibt einige Geräte hier, die haben eine eingebaute Vorritzfunktion, dass ich nur so einen Schalter drücke, wie zum Beispiel hier Makita.
Bei Makita ist es so, dass ich hier diesen kleinen Schalter habe an der Stelle. Ja, den drücke ich rein. So, rein. Und jetzt ist es so, dass ich hier die Tiefe nicht begrenzt habe. Du siehst, ich habe die Tiefe jetzt hier immer noch auf über 50 mm Tiefe und trotzdem stoppt die Säge hier. Ja, die stoppt an der Stelle. Tiefer geht es nicht. Wenn ich jetzt hier den wieder rausnehme, zack, dann kann ich wieder nach unten. Der große Vorteil ist, ich kann die Tiefe einstellen, meinetwegen ich brauche 40 mm. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt vorritzen, klack rein, gehe durch mit als Vorritzer, dann wieder zurück, raus, jetzt wieder meine 40 mm und ich muss es nicht dauernd hin und her stellen. Das ist der große Vorteil. Die Vorritzfunktion selbst hat aber nur Makita und Milwaukee. Die anderen Geräte haben das nicht. Auch bei Milwaukee haben wir das Ganze hier mit so einem ganz kleinen Schalter, den wir hier vorhin schon mal ganz kurz gesehen haben. Kann ich hier reindrücken und dann sehen wir, auch hier ist die Vorritzfunktion aktiv. Das Ganze wieder raus und schon kann ich wieder tief arbeiten. Ergo für 3 Sägen jeweils einen Punkt. Kommen wir zum Thema Sägeblattwechsel. Gerade bei der Tauchsäge musst du ja auch zwischen Längs- und Querblatt, vielleicht andere Materialien, schon häufiger mal dein Blatt wechseln. Und das machst du in der Regel so, dass es bei fast allen Sägen auch gleich, hier bei Bosch zum Beispiel, als allererstes nimmst du bitte den Akku raus. Oh ja, wieder gegen den Daumen. So, dann machst du Folgendes, hier das Ganze hoch, Säge runter, hakt hier auch ein an der Stelle, damit du jetzt nicht 15 Hände brauchst. Jetzt hast du aber Folgendes, wir haben hier, ja, das Blatt bewegt sich noch. Ergo, ich kann es jetzt nicht fest oder lose machen. Dafür haben wir diesen Knopf. Ich drücke jetzt hier rein und dann passiert Folgendes. Und ihr hört jetzt, klack. Jetzt ist er eingerastet. Jetzt muss ich die Hand hier halten, kann jetzt drehen, kann machen und tun und kann das rausziehen. So, coole Funktion, funktioniert auch gut. Was wir hier aber haben, wir müssen mit einer zweiten Hand das ein bisschen festhalten. Ja? Das ist nicht optimal. Wichtig ist aber, dass die Funktion erstmal grundsätzlich so wie dort gegeben ist. Ob das jetzt so wie bei Festool ist, wo ich hier den Hebel ziehe, runter und das Ganze hier tauschen kann, oder ob ich jetzt hier einen kleinen Hebel habe, mal so als Beispiel, dann hier festziehe, das ist im Grunde erstmal egal. Es ist einfach. Wichtig ist, wir gehen jetzt mal zu Einhell rüber. Günstige Geräte hatten es in der Vergangenheit so, dass ich 18 Arme brauchte. Ich musste das runterdrücken und dann festmachen und das ging nicht gut. Jetzt ist das anders. Bei dem Einhell-Gerät, ich ziehe das hoch, drücke runter, habe jetzt hier die Möglichkeit, hier das Ganze zu wechseln. Das funktioniert. Aber, jetzt kommt ein Aber. Und jetzt bleiben wir mal genau an dem Punkt. Jetzt bekommen erstmal alle einen Punkt. Ja? Alle Geräte bekommen jetzt einen Punkt, gar kein Thema. Weil alle es genau auf so eine Art und Weise machen, wo es einfach ist. Aber um jetzt das Ganze zu wechseln, ist es hier so, ja, ihr seht, bewegt sich immer noch. Ihr müsst also hier auch einen Knopf drücken, auch bei Einhell. Wenn wir uns jetzt aber mal zum Beispiel Metabo angucken, da ist das anders. Bei Metabo, auch hier wir das Ganze, diesen Hebel hier drücken, dann hier festziehen, dann sehen wir jetzt Folgendes. Hand bleibt hier, ja, ist arretiert. Das heißt, ich kann jetzt einfach so hier hingehen und das einfach lösen und wieder festziehen, ohne dass ich noch mal eine zweite Hand brauche. Das Gleiche ist auch hier bei Festool. Bei Festool ziehe ich das auch nach oben. Ja. Moment, nicht richtig gezogen. So, und jetzt seht ihr auch, hier ist es arretiert und ich brauche keine zweite Hand. Das heißt, alle bekommen zwar einen Punkt, aber die beiden bekommen 2. Wir kommen jetzt zu einem schwierigen Thema, Kickback. Und das ist eine Nuance, wo du selber entscheiden musst, wo vergibst du einen Punkt oder nicht. Falls du keinen Zettel dabei hast, musst du spätestens jetzt auf jeden Fall mitdenken und sagen, bin ich eher pro oder contra? Aus folgendem Grund. Wir haben hier bei Festool eine Funktion, die heißt Kickback-Stop. Ja, die ist dafür da, um einen Rückschlag zu verhindern. Das heißt, du nimmst die Maschine, du tauchst hier in das Material ein und dann ist es dafür da, um nicht zurückzuschlagen, dass du nicht irgendwo die Maschine dann hier hinten rumrabbeln hast. Ja? Da gibt es ja einige Fälle, wo sowas passiert ist. Und deswegen möchte ich euch was zeigen. Ja, will ich zeigen an der Stelle. Wir haben jetzt hier einen Balken und Kickback kann man ganz, ganz schwer provozieren, weil eigentlich müsste ich eine Vorrichtung haben, die das Blatt festhält. Ja? Aber du kannst zum Beispiel auch mit einer aus meiner Sicht, mit einer unsachgemäßen Handhabung haben, indem du zum Beispiel ins Material so reinhackst. Ja? Was passiert denn eigentlich? Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Wir haben Kickback super schwer provozieren können, selbst bei der Maschine mit einem anderen Test. Aber ich zeige dir mal ganz kurz was. Wir nehmen jetzt mal, bitte mach das nicht nach, ja? Also arbeitet so nicht. Ihr seht jetzt hier an der Stelle, Kickback, ja, leuchtet hier rot und sagt, oh, nicht gut. Ja, die Maschine hat angehalten. Du hast ja gesehen, was gerade passiert ist. Jetzt nehmen wir irgendein anderes Gerät. Meinetwegen nehmen wir jetzt hier Milwaukee, Einhell. Na, wir nehmen Einhell. Wir nehmen ruhig Einhell. Ja?
nehmen Einhell und sagen, Einhell hat keinen Kickback-Stopp. Wichtig, kein Kickback, kein Kickback, kein Kickback, kein Kickback, kein Kickback, kein Kickback-Stopp, zumindest nicht, dass draufsteht. So, jetzt machen wir dasselbe auch mit der Maschine. Hat jetzt doch Kickback oder nicht? Also ich finde das schwierig, weil es ist so, dass hier an der Stelle Folgendes passiert. Wir haben einen Überlastschutz beim Motor. Der Motor, wenn er das nicht hätte, wir haben ein Akkugerät, würde irgendwie versuchen, irgendwie weiter zu arbeiten, würde den Akku belasten, würde den Motor belasten, würde gegebenenfalls das Gerät auch beschädigen. Und hier ist einfach so, die Geräte schalten aus. Ja, die schalten sofort aus. Und wir haben es ja so, dass es hier festgehalten wird, sie schaltet sofort aus, hat also keine Drehbewegung mehr und möchte deswegen nicht nach hinten und das passiert einfach nichts. Jetzt muss man eine Sache sagen, wenn du das jetzt einhändig, ganz leichtfertig so, ey, la, ola, jetzt hier so machst, ja, dann kann da auch was, wollen wir mal ausprobieren? Ich mach jetzt mal, ey, la, ola, Nicht nachmachen, macht nur der Profi. Jetzt hast du gesehen, genau das passiert dann. Ja? Dann ist es hier jetzt an der Stelle, ist das Material weitergegangen, hier auf den Tisch aufgekommen und zack, 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 zack. Genau das ist das Problem. Wenn du es jetzt falsch handhabst, dann passiert genau das. Jetzt zeige ich dir, wie ich eine normale Maschine benutze. Nämlich, du machst das eben nicht so aus dem Handgelenk, sondern du hast die ganz normal in der Hand und also ganz locker hier in der Hand und dann passiert Folgendes. Moment. Das war's. Ja? Und deswegen ist es so, dass ich persönlich, deswegen sage ich wirklich, ich vergebe an alle einen Punkt. Ja? Und nicht an Festo nochmal extra einen mehr, auch wenn jetzt hier die Funktion drin hat. Weil, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache denselben dummen Test nochmal und gucke, ob es bei Festo anders läuft. Jetzt will ich es wissen. So, okay, einer darf auch mal doof sein. Ja? Meinetwegen kriegt doch Festo 2 Punkte. Aber nochmal für eure Einordnung. Ja, ich habe jetzt Festo 2 Punkte gegeben. Aber der Punkt ist folgender. Hast du die Maschine normal in der Hand? Hast du den Respekt vor der Maschine? Du hast sie wirklich hier an beiden Griffen und nicht die Hand dahinter. Dann ist das aus meiner Sicht kein Problem. Und deswegen würde ich dem keine große Relevanz geben. Jetzt wird es schwierig und ich glaube vielleicht ein bisschen kontrovers. Weil, was machst du am häufigsten mit einer Tauchsäge? Ja, sägen, aber du musst natürlich die Tiefe einstellen. Du musst immer wieder vielleicht mal 9 mm, mal 12 mm, mal 40 mm, mal sonst was. Das heißt also, die Tiefe, die du hier einstellst, das machst du immer wieder hier die Tiefe einstellen. Aha, dahin, 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 dahin. Und jetzt vergeben wir mal Punkte und das wird anders laufen, als ihr denkt. Denn, ja, wir vergeben halt Punkte, aber es bekommt nicht Festo die maximale Punktzahl. Denn hier ist es wirklich so, wir müssen von 0 bis 2 Punkte alles vergeben. Erst einmal grundsätzlich ist es so, wenn wir hier Festo uns anschauen, haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen. Aber wir haben auch die Höhe, wir haben auch mit Führungsschiene, ohne Führungsschiene die Höheneinstellung. Aber es ist wirklich grackelig. Ja? Wir müssen hier reindrücken und das hier so verstellen. Und das ist wirklich, hat einen gewissen Druckpunkt, man muss es so hin und her verstellen. Und vor 5 Jahren hat es mich gefragt, beste Lösung. Es gibt nichts Besseres, aber die Zeit hat sich weiterentwickelt und andere machen es inzwischen anders oder besser. Ja? Also hier bekommen wir erstmal ganz klassisch einen Punkt, aber ein bisschen grackelig einzustellen. Okay. Kommen wir zu Milwaukee. Ja? Hier haben wir ganz klar 2 Punkte, weil du drückst hier ganz einfach rein. Das hörst du ja schon. Ja? Hier einstellen, ich habe eine Höhenverstellung. Ja? Und ich kann jetzt hier genau sagen, 20 mm, das oder hier, ganz schnell, ganz einfach. Auch sehr feinfühlig kann ich das einstellen. 2 Punkte. Ja, das bekommt wirklich 2 Punkte. Hier bei Bosch haben wir Folgendes. Wir können es hier reindrücken und dann hier auch schön einstellen. Das ist wirklich eigentlich schön einfach. Ja, auch mit einem Daumen hier so zu verstellen. Aber wir haben ein Problem. Wir sehen nicht die Höhe, die wir einstellen können mit Führungsschiene, ohne Führungsschiene. Deswegen bekommt das hier nur einen Punkt. Es geht schön einfach, aber bekommt nur einen Punkt, weil du musst halt mal überlegen, ohne oder mit Führungsschiene hast du halt das Problem, musst was dazu oder abziehen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier an bei Makita. Hier müssen wir Folgendes machen. Wir müssen das erstmal lösen und dann passiert Folgendes. Dann ist es so, dass wir hier, wenn wir das Lose haben, ja, das hier hat keine Arretierung. Du siehst, also wenn ich jetzt noch mehr lose drehe, dann fällt das hier auch halb runter. Das heißt, ich muss jedes Mal hier für die Höhe das einstellen. Das heißt also losdrehen, andere Höhe, festziehen. Das ist nicht intuitiv und macht keinen Spaß. Und ich habe keine Verstellung für die verschiedenen Höhen. Das heißt, das hier bekommt von mir gar keinen Punkt. Also hier 0 Punkte.
kommen wir hier zu Metabo. Bei Metabo ist es so, das ist auch wirklich schön gelöst. Ich drücke hier einfach rein, kann die Höhe einstellen, die ich haben möchte. Ja, wunderbar, sehr leicht, sehr einfach, ja, schön einzustellen. Und habe hier die Möglichkeit auch mit und ohne das abzulesen, 2 Punkte. Hier bei Makita wieder dasselbe Thema, auch hier bei der Säge muss ich es auch, hier ist es sogar noch schlimmer. Ja, das fällt jetzt mal runter. Das heißt, hier muss ich es wieder festziehen, auch keine Einstellung, 0 Punkte. Und hier habe ich dasselbe Problem, auch hier muss ich das lösen, kann das hier hoch und runter stellen, habe hier aber zumindest die Einstellung für die Höhe der Führungsschiene. Ja, ist die Frage. Also jetzt, hier tue ich mir wirklich ein bisschen schwer. Wir haben zwar die Möglichkeit abzulesen, sind wir jetzt mit Führungsschiene oder ohne, aber dieses andauernde Festziehen, irgendwo hin einstellen, wieder runter festziehen, ich gebe dem trotzdem 0 Punkte. Das hat auch nichts mit Einhalt zu tun, aber ich mag dieses Festziehen und Lose drücken einfach nicht. Das finde ich nicht gut. Wenn ihr es anders vergebt, könnt ihr es gerne machen. Ich sage hier trotzdem, ja doch, 0 Punkte. Und wir bleiben immer noch bei der Tiefe, bei der Tiefeneinstellung. Warum? Wenn wir jetzt die Tiefe eingestellt haben, können wir jetzt genau, so, wir können jetzt hier die Tiefe einstellen und können so tief sägen. Aber was ist, wenn wir einen halben Millimeter tiefer oder höher oder einen Zehntelmillimeter mehr sägen wollen, also weiter, höher oder tiefer? Das ist nicht so häufig nützlich oder notwendig, aber manchmal eben schon. Und dann ist es eben so, dass wir eine Feineinstellung brauchen. So wie wir es hier bei Metabo haben. Das heißt, wir können hier diesen Punkt hier etwas rausdrehen und das ganz fein machen. Wir können es auch auf 0,05 mm machen. Ja? Das relevant ist oder nicht, weiß ich nicht, aber wir können das ganz fein hier einstellen. Und das Schöne an der Stelle, das ist nochmal wichtig, ich nehme jetzt die Maschine, habe jetzt gesägt, sage, Mist, ein bisschen weniger, lass das los, drehe hier dran, kann das sogar mit dem Daumen machen, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wunderbar, das geht. Wenn ich jetzt hier das Ganze hier mal bei Milwaukee angucken, wir haben hier auch eine Feineinstellung, hier an der Stelle. Ja, ich kann hier ein bisschen rein und raus. Es ist aber so, ich muss die zweite Hand nehmen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht mit der Hand machen kann. Das funktioniert nicht richtig gut. Kann ich hier machen, aber ich habe immerhin eine. Komme ich zu Festool. Hier ist es so, ich habe auch eine Feinstellung hier an der Stelle. Ja, das ist übrigens ganz wichtig, dass du das bedenkst. Die Feinstellung sollte immer auf 0 gestellt sein. Dann sollst du die Tiefe einstellen und dann erst mit der Feinstellung die rausdrehen, wenn du sie brauchst. Ansonsten denkst du die ganze Zeit, ich habe es doch auf 10 gestellt. Warum säge ich denn nicht 10? Wisst ihr, wie ich meine? So, aber bei Festool, ich habe hier die Feder, die dagegen arbeitet und dadurch dreht es sich wirklich schwer. Das ist Meckern auf einem sehr hohen Niveau. Ja, es funktioniert schon, aber es funktioniert nicht so gut, wie es bei Metabo ist und wie es bei Milwaukee ist. Wichtig ist, nur die 3 bekommen einen Punkt, alle anderen haben das gar nicht. Kommen wir zum nächsten Thema, da machen viele auch ihre Entscheidung dran fest. Schnitttiefe. Hier gibt es ja so verschiedene Bereiche, auch über die wir heute sprechen. Denn wir haben so erstmal den kleinsten Bereich, das ist Bosch. Bosch hat hier auch ein deutlich kleineres Sägeblatt, das sehen wir hier vielleicht auch. Das Sägeblatt hat nur einen Durchmesser von 140 mm. Wir haben noch hier die Reste von vorhin. 140 mm. Und hier ist es so, dass wir nur eine Schnitttiefe ohne Schiene von 52 mm schaffen. Mit Schiene müssen wir natürlich doch einiges abziehen. Dadurch ist es so, dass wenn wir dickere Materialien, also Materialien, so 50 mm Materialien bekommen wir in der Regel nicht durch, weil wir haben eine Schiene dabei und so weiter geht es nicht. Sodass ich Bosch hier gar keinen Punkt geben würde. Dann gibt es die nächste Riege, das sind diejenigen, die so 55, 56 mm Schnitttiefe schaffen. Das hier ist Festool, bekommt entsprechend Punkt, das ist Makita bekommt einen Punkt, das ist Makita bekommt einen Punkt und Einhell bekommt einen Punkt, weil alle so 55, 56 mm Schnitttiefe schaffen. Und jetzt kommt ihr zu so einem Punkt, wo ich sage, weiß ich nicht so richtig, weil die beiden hier haben eine deutlich tiefere Schnitttiefe. Milwaukee hat 59 mm Schnitttiefe, das ist schon um einiges mehr. Aber jetzt haben wir bei Metabo noch mal mehr mit 66 mm. Jetzt müsst ihr für euch aber auch entscheiden, ist es so, dass das hier etwas ist, wo ihr sagt, boah, das ist super wichtig, dann müsst ihr das noch mehr bewerten, weil ich sage, die beiden bekommen jeweils 2 Punkte. Wenn du jetzt sagst, das ist dir so wichtig, vielleicht bekommt das sogar 3 Punkte. In meiner persönlichen Erfahrung ist es so, wenn du häufig brauchst du nicht mehr als 50 mm, das ist super selten. Das ist wirklich bei
extrem dicken Multiplexplatten, manche Küchenplatten, manche hier ein bisschen da. Ich selber trenne damit auch manchmal auch sowas wie eine Eichenbohle oder ähnliches auf. Ja, da gibt es andere Sägen für, aber ich habe zu Hause nicht so viel Sägen. Ja? Wenn wir das haben, reicht in der Regel 55 mm Schnittiefe nicht. Wichtig ist mir aber die 66, weil ich hatte in der Vergangenheit häufig auch Bohlen, die waren so nicht 55, 56, 57, die waren schon 58, manchmal sogar 59 mm tief. Da kommt hier die Milwaukee dann nicht mehr durch, sondern da brauche ich dann schon die Metabo mit Schiene. Warum auch immer, aber das ist so selten, muss man auch nicht überbewerten. Kommen wir zu einem Thema, nämlich wandnah sägen oder randnah sägen. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns hier unsere Hand hinstellen, wir wollen jetzt hier ganz dicht entlang sägen, dann ist es hier wunderbar möglich, weil wir können hier zack entlang sägen. Manchmal ist es so, dass bei diesen Sägen die Absaugung sehr stark hier rausguckt und man dadurch nicht eng an der Wand entlang sägen kann. Das ist zum Beispiel für Bodenleger wichtig oder für jemanden, der noch einen Spezialfall hat. Ich brauchte es noch nie, für mich war es noch nie relevant. Aber wir vergeben trotzdem mal einen Punkt, weil das jede einzelne Säge hier gut kann. Man muss jetzt eine Sache sagen, also selbst Einhell hier zum Beispiel macht das wunderbar. Hier bei Makita ist es so im Randbereich, weil hier ist es so, dass das hier ganz leicht so ein bisschen rausschwingt und normalerweise ist das hier der naheste Punkt und dann kann ich hier so auch entlang fahren. Hier geht das nicht. Hier ist es so, dass ich hier wirklich so 2 mm nochmal so einen kleinen Schwung habe. Aber ganz ehrlich, das sind Nuancen. Ja? Ob das jetzt 2 mm mehr nach außen und innen geht, am Ende sind wir bei der klassischen Sockelleiste zum Beispiel, die wird mindestens ihre 2 cm überdecken und da sind wir locker drin. Ich komme noch mal zu 2 Punkten, die ich aber nicht bewerte. Nummer 1, das Thema Spaltkeil. Das bewerte ich deswegen nicht, weil wir haben es ja vorhin gesehen, das Thema Kickback ist eigentlich kein großes Thema und es hat hier, die Hersteller sagen auch scheinbar, es ist kein großes Thema, weil es gibt es nicht mehr. Also fast keine Tauchsäge hat noch einen Spaltkeil, außer hier Milwaukee und da ich es nicht für relevant halte, gebe ich jetzt nicht Milwaukee nochmal extra einen Punkt, sondern das ist einfach nicht mehr das Ding. Also ich brauche das auch noch nie. Zweites Thema, Kraft. Beim Thema Kraft kann ich nur eine Sache sagen. Ich habe hier Einhell noch nicht getestet. Alle anderen hatte ich schon in der Hand und alle anderen machen einen guten Job. Es gibt die eine oder andere, die ein bisschen stärker ist, ein bisschen weniger stark. Aber lasst uns doch einfach sagen, machen alle einen guten Dienst und sind alle kräftig genug. Und jetzt haben wir auch schon unsere Reihenfolge. Mit den wenigsten Punkten haben wir hier Einhell. Nochmal ganz wichtig aber, früher hätte Einhell im Nachbarhaus gestanden, ja, weil es so viel schlechter gewesen wäre. Langsam robbt sich Einhell hier wirklich nach vorne. Wir haben hier schon ein recht solides Gerät. Wir haben zwar so ein paar Sachen, die ich nicht so gut finde. Übrigens eine Sache, die ich gar nicht gut finde, ist die Führungsschiene. Zumindest hier diese zweiteilige Führungsschiene, die ist echt nicht schön. Also das macht keinen richtigen Spaß. Meine Meinung. Ja. Und übrigens, es gibt auch eine Sache, diese Führungsschiene, Einhell, ist hier mit nichts kompatibel. Die meisten anderen Geräte sind ja irgendwie untereinander mit den Führungsschienen kompatibel. Du kannst zum Beispiel eine Festool auf einer Makita-Schiene fahren oder. Das ist bei Einhell eben nicht so. Und die ist auch sehr schwer, sehr unhandlich, mag ich nicht so. Aber egal. Ja. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Punkte in dem Bereich. Gerade die beiden relativ gleich auf, würde ich auch so sehen. Ja. Machen beide einen guten Job. Und dann haben wir eine andere Leistungsklasse. Auch der Unterschied in den Punkten ist ja enorm. Ja? Also die drei haben ja viel mehr Punkte. Festool hier einen kleinen Punkt weniger. Hier vor allem, die eine kann das ein bisschen besser, die kann das ein bisschen besser. Das sind alles drei brutal gute Geräte und eine ganz klare Kaufempfehlung auf jeden Fall für jeden der drei. Wir werden übrigens unten wieder Top-Kommentare setzen, dass du abstimmen kannst, welcher dein Liebling ist. Kommen wir jetzt zu unseren 230 Volt Geräten. Ganz wichtig, bei den ganzen Bewertungskriterien habe ich bei 18 Volt ja jedes Mal erklärt, was genau das bedeutet, warum das relevant und wichtig ist. Wenn du jetzt vorgespult hast zu 230 Volt, da aber die Details haben möchtest, dann bitte nochmal zurückgehen, da alles anschauen, dann bekommst du nochmal viele Details. Hier gehen wir nur relativ schnell einmal durch. So, das Thema Nummer 1 war, wie gerade ist die Bodenplatte? Ja? Also ergo, ist sie ordentlich plan oder haben wir hier irgendwo ein Problem? Und hier haben wir eher ein Problem mit dem ungeraden Tisch, ja, weil hier passt das. Das ist mir auch übrigens ganz wichtig, ja, nicht einfach auf irgendeinem schiefen Tisch messen. Also, wir haben hier eine gerade Bodenplatte, wir haben da eine gerade Bodenplatte, da, alle ein Punkt. Kommen wir zum nächsten, dem 45 Grad Wackeltest, wo es ja vor allem darum geht, wie robust sind die Maschinen. Wenn wir jetzt hier mal Metabo wieder nehmen, hier das kabelgebundene Gerät, ja, und da sehen wir, ich habe hier vorne festgezogen, hinten nicht, also hier hinten ist wirklich locker, ja. Wenn wir jetzt sehen hier, das ist schon sehr robust und fest. Ja. Auf der anderen Seite, bei den Geräten habe ich es auch schon getestet, funktioniert wunderbar bei allen beiden. Jetzt schauen wir uns mal Dewald an, nehmen es zur Seite, machen es jetzt hier fest
und dann sehen wir, ja, das ist halt wirklich noch relativ locker und hier ist eine Fehlbedienung auf jeden Fall eher möglich als bei den anderen 3 Geräten, sodass ich den 3 auf jeden Fall schon mal einen Punkt geben würde. Dewald hier nicht. Und auch das Makita-Gerät ist ja ein Preis-Leistungs-Ding, ja, einfach sehr, sehr günstig das Gerät. Auch hier sehen wir, ja, was wirklich hier, wo man wirklich noch wackeln kann, machen und tun. Das ist grundsätzlich, wie gesagt vorhin schon, nicht das Riesenproblem, weil wenn du es wirklich vernünftig bedienst, wenn du dich rumlegst, festziehst und nicht hier rumzuppelst, dann geht das auch. Aber deswegen erstmal die beiden 0 Punkte, weil es theoretisch für bedienbar ist. Schauen wir uns mal die Auffälligkeiten beim Thema Ergonomie an. Hier bei Festool gibt es eigentlich nicht groß was, außer wie bei der Akku-Variante, dass man hier so ein bisschen merkwürdig greift. Ich bin ein absoluter Fan des Bosch-Geräts übrigens. Wenn man das hier so greift, ja, das ist so schön von der Haptik. Es macht richtig Spaß, das zu führen. Hier bei Metabo auch gibt es nichts Besonderes groß, außer dass das ein bisschen glatt ist. Aber über 2 Geräte müssen wir etwas intensiver sprechen. Nummer 1, Dewald. Bei einer Tauchsäge ist es in der Regel so, dass wir so nach vorne kippen. Das Sägeblatt kippt wirklich so nach vorne ins Material ein. Hier nicht, sondern hier haben wir eine Bewegung, die so ausgeführt wird. Das ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja? Zum Thema Ergonomie ist es einfach mal was anderes. Ihr seht das hier, glaube ich, auch. Das muss man zumindest wissen. Ist kein Negativpunkt, muss man aber wissen. Vom reinen Handling, vom Anfassen her ist die Maschine wirklich genial. Wenn wir uns jetzt hier Makita anschauen, ist hier der Griff relativ steil. Ja, also wir haben hier einen guten Griff, alles schön, aber der Griff ist relativ steil, muss man wissen, ist auch eine kleine Kleinigkeit. Aber trotzdem, alle bekommen einen Punkt. Nächster Punkt können wir hinterschneiden, das heißt -1 Grad zum Beispiel oder über 45 Grad schneiden. Das kann hier Festool ohne Probleme, das kann Bosch ohne Probleme, ja, das geht, kann man gut einstellen. Hier kann man das ohne Probleme, man kann das bei Dewald nicht. Dewald hat sogar 2 Besonderheiten. Bei Dewald ist es 0 bis 47 Grad angegeben, das heißt also ein Hinterschnitt mit -1 Grad geht einfach nicht. Was übrigens auch noch besonders ist folgendes, wenn wir jetzt hier ja, die Gärung einstellen, dann haben wir das Problem, wir haben keinen festen Winkel, also keinen festen Anschlag bei 45 Grad. Bei den anderen Geräten ist es so, bei 50 Grad schlagen sie an und dann muss ich noch auf den Knopf drücken, um weiter dahinter zu kommen. Bei der Säge ist es hier so, dass du immer automatisch auf 47 Grad, vielleicht sogar 47,5 Grad bleibst und hast keinen Anschlag bei 45 Grad. Solltest du zumindest wissen, dementsprechend bekommt hier Dewald keinen Punkt und Makita kann das, bekommt wieder auch einen Punkt. Kommen wir zur Vorratsfunktion. Hat keine, hat eine Vorratsfunktion. Hier haben wir oben einen Knopf drauf, den können wir drücken und dann landen wir genau hier. Moment. So, an der Stelle. Oder wir drücken den Knopf wieder und dann kann ich wieder nach unten. Sehr leicht einzustellen hier an der Stelle, muss ich sagen, finde ich ganz cool. Und hier ist es ja wieder der kleine Knopf, den wir rein und raus drücken können. Ja, hier vorritzen oder zack, raus, nicht vorritzen. Beim Sägeblattwechsel ist es wieder so, dass erstmal alle grundsätzlich einen Punkt bekommen, weil sie eine schöne Arretierung haben. Ob das jetzt wie bei Dewald ist, dass wir hier so einen besonderen Knopf haben oder hier auch, wie wir es jetzt bei Bosch zum Beispiel vorhin schon mit einem Gerät hatten, dass wir es hier hochklappen, runter, dass hier einrastet, das machen sie alle gut. Aber es ist wieder so, dass wir hier einen zusätzlichen Knopf drücken müssen, um das Sägeblatt zu arretieren. Das ist hier so und hier so. Nur diese beiden bekommen nochmal einen extra Punkt, weil sie die Arretierung von Haus aus einfach haben und ich wirklich mit einer Hand das Ganze wechseln kann. Ich habe euch ja vorhin sehr eindrücklich gezeigt, wie Kickback funktioniert und was passieren kann. Bei den kabelgebundenen Geräten ist es eine andere Sache. Hier ist etwas andere Elektronik, hier sind teilweise auch ältere Geräte, die reagieren einfach anders. Hier würde ich einen Punkt vergeben für das Thema Kickback und zwar an Festool. Weil hier haben wir wirklich einen integrierten Kickback-Stopp, auch bei dem kabelgebundenen Gerät. Ja, ihr seht das genau dort an der Stelle. Die anderen haben das so von Hause aus nicht. Das heißt, alle hier kein Punkt, Festool Punkt. Bevor jetzt einige schreiben, warte mal Sebastian, Dewald hat doch auch einen Kickback-Stopp. Ich zeige euch mal was. Es ist so, dass wir hier bei Dewald eine Lösung haben. Wir setzen die jetzt ein und jetzt haben wir hier einen kleinen Schalter, den wir drücken können. Und jetzt ist es so, ich kann jetzt nach vorne schieben, aber nicht mehr nach hinten. Das geht nicht. Das heißt, hier haben wir die Sache, ein Rückfahren ist verhindert. Aus meiner Sicht ist das kein Kickback-Stopp, sondern das ist, wenn du jetzt sagst, ich möchte genau hier eintauchen, dass du nicht versehentlich so ein bisschen nach hinten kommst bei einer Stelle, wo du es gar nicht machen darfst. Küchenarbeitsplatte möchtest du nicht einen Zentimeter nach hinten gehen, auf einmal in die falsche Richtung. Dafür ist das eine gute Sache. Aber wenn ich jetzt sage, den Rückschlag,
habe ich ja trotzdem. Also ich kann trotzdem hier in die Richtung Rückschlag haben. Das verhindert das nicht. Dasselbe ist es aus meiner Sicht auch bei Makita. Bei Makita gibt es ja auch eine Lösung, wo wir das Ganze einsetzen können, machen und tun. Da haben mir auch schon einige geschrieben, Sebastian, aber das ist doch noch besser und das ist hier und da. Auch da habe ich schon bewiesen, das kann ich auch noch rausreißen. Das heißt, so ein richtiger Kickback ist es aus meiner Sicht nur bei Festool. Kommen wir zur Tiefenstellung und da sind es schon Nuancen, die ganz viel unterscheiden. Wir haben hier die TS60 und hier haben wir einen anderen Verstellmechanismus als bei der 18 Volt Version. Hier müssen wir nur zusammendrücken und können das hier nach oben und unten verstellen. Ja? Das ist schon, würde ich sagen, so 90%. Richtig gut, können wir schön verstellen, hier schön ablesen, funktioniert vor allem auch mit Führungsschiene, ohne Führungsschiene, alles sichtbar, wunderbar. Also hier 2 Punkte, weil es richtig gut funktioniert. Kommen wir hier zu Bosch. Hier ist es so, wir haben Führungsschiene, ja, Führungsschiene, nein, das können wir hier ablesen. Ja? Also wir können es hier verstellen einfach über diesen Mechanismus. Dann müssen wir hier reindrücken und das hier hoch und runter verstellen. Das ist auch gut, aber hier ist es einfach ein bisschen sanfter, ein bisschen schöner, weil hier muss ich schon ordentlich Kraft ausüben, um das zu verstellen an der Stelle. Und es ist wirklich ein bisschen, ja, es ist schon schwerer. Kommen wir hier zu Metabo. Perfekte Einstellung, einfach nur runterdrücken, irgendwohin einstellen, ja, geht super. Ja, dementsprechend hier auch nochmal 2 Punkte, Bosch 1 Punkt. Bei Dewald ist es so, hier muss ich das lose drehen, ja, jedes Mal lösen, anziehen. Ich habe keine Darstellung für mit Führungsschiene, ohne Führungsschiene, kein Punkt. Makita hatten wir vorhin schon mal, auch hier muss ich jedes Mal anziehen, hoch, runter, nochmal anziehen, auch keine Einstellung für Führungsschiene, also Darstellung für Führungsschiene, auch keinen Punkt. Machen wir gleich den nächsten Punkt gleich hinten dran, das Thema Feineinstellung. Hier ganz klar ein Punkt für Metabo, für die wirklich geniale Feinstellung an der Stelle. Wir geben so einen Notpunkt, aber auch nochmal an Festool. Die anderen bekommen alle keinen, weil die haben diese Funktion nicht. Notpunkt an Festool. Warum? Weil wir haben hier zwar so eine Feineinstellung, die ist aber wirklich ein bisschen old zu benutzen. Also die ist so an einer Stelle, dass du musst da schon wirklich fummeln. Also um das hinzubekommen, das ist überhaupt nicht Festool-like, dass man sagt, ja, naja, das ist wirklich... Es geht, aber ich bräuchte einen Schlüssel dafür. Das heißt, du musst es für dich auch bewerten. Für die beiden bekommen auf jeden Fall einen Punkt, weil sie es überhaupt haben, die anderen nicht. Schnitttiefe, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben hier Bosch und Makita mit einer Standardschnitttiefe von 56, 57 mm. Bekommen erst einmal ein Punkt. Dann haben wir vorhin bei 18 Volt gesagt, ab 59 mm bekommen wir 2 Punkte. Da wir hier bei Dewald genau 59 mm haben, bekommen wir bei Dewald also auch 2 Punkte. Die beiden stechen aber raus. Wir haben hier 66 mm, bei der TS60 haben wir zwar angegeben 60, nachgemessen aber sogar 62 mm. Ergo, du musst für dich wichten, was ist für dich wichtiger, aber die 3 auf jeden Fall 2 Punkte. Jetzt schauen wir mal, wer kann nah an der Wand schneiden. Das heißt, wer kann hier ganz dicht an der Wand entlang fahren. Das geht hier bei Makita wunderbar. Hier bei Dewald sehen wir auch wunderbar. Bei Dewald haben wir übrigens eine Kleinigkeit. Wir haben hier sogar Gleitschienen integriert. Ja? Das sind 2 Gleitschienen, wo man sehr schön an der Wand entlang gleiten kann. Finde ich eine coole Lösung eigentlich. Ja? Dann haben wir es hier sehr wandnah, dann haben wir es hier sehr nicht wandnah. Denn hier geht die Absaugung raus in die Richtung und das ist schon enorm. Also hier kannst du bei der Sockelleiste zum Beispiel nicht mehr, also das kannst du mit der Sockelleiste nicht mehr bedecken. Wenn du hier an der Wand entlang schneidest, als Bodenleger, hast du hiermit keinen Spaß. Da brauchst du schon 2 Sockelleisten an der Stelle. Und hier bei Festool ist natürlich gar kein Problem. Achtung, falls du dich wunderst, was ist denn das hier unten eigentlich die ganze Zeit? Wir haben hier ein Licht, ja, um entsprechend den Schnitt zu beleuchten. Das können wir aber auch einfach abnehmen. Ja, das ist gar kein Thema. Wenn du es dran hast, dann machst du es hier mit dem Magneten ran. Und ich kriege es immer nicht richtig hin. So, zack, dann kannst du es ranmachen. Wenn du an der Wand schneidest, mach es einfach ab. Das Thema Kraft hatte ich vorhin nicht bewertet. Hier möchte ich es bewerten. Erstmal, alle bekommen einen Punkt, weil alle sind kraftvolle, ordentliche Maschinen, mit denen man gut durchziehen kann. Gar kein Thema. Aber wir müssen Festool einen 2. Punkt geben. Denn diese Maschine ist im Verhältnis zu den anderen so stark, dass es einen 2. Punkt wert. Ihr seht, wir haben hier auch eine ganz klare Platzierung. Diese Geräte hier alle sind sehr dicht beieinander. Ja, sie haben alle so das kleine bisschen hier, das kleine bisschen da. Da kann man sich schon überlegen, was gefällt einem mehr. Es sind ja alles Kabelgeräte. Das heißt, du kannst ja überlegen, welches Gerät passt dir. Und man muss ja auch eine Sache ganz klar sagen. Wir haben hier schon echt ein Preis-Leistungs-Thema beim Thema Makita. Bei denen ist es so, die sind recht nah beieinander. Ja? Wir haben hier eine super Maschine von Metabo, die super funktioniert. Hier bei Festool haben wir eben einfach noch mal ein Quäntchen mehr, die noch kräftiger ist. Ich möchte mal ganz kurz auf das Thema
Zubehör eingehen. Wir haben ja unten in der Videobeschreibung einen ehrlichen Preisvergleich. Alle Geräte drin, 18 Volt, 230 Volt, bla bla bla. Aber wir haben auch Zubehöre, weil viele haben nochmal eine Kleinigkeit hier, eine Kleinigkeit da, die man noch dazu nehmen kann. Ganz wichtig sind aus meiner Sicht aber zwei Dinge. Nummer eins, das ist das hier hinten, und zwar haben wir Führungsschienen, und zu den Führungsschienen gehört ja auch immer hier so eine Lippe, ja, an der Seite. Und wenn du jetzt, die Lippe kann natürlich auch verschleißen, du kannst aber auch versehentlich eine falsche Säge draufstellen, dann ist die falsch eingesägt, dann musst du die ersetzen. Ja. Das geht eigentlich ziemlich gut, aber manchmal musst du eben doch ersetzen. Das heißt, ich würde mir immer einen Satz zur Seite legen, falls mal was ist. Ja. Als zweites möchte ich nochmal das hier erwähnen, und zwar Kappschienen. Einige der Geräte sind ja Kappschienen-kompatibel, auf jeden Fall die hier, die Festool, das heißt, wir können das hier draufsetzen, so, zack, dann hält das hier auch drauf und dann können wir es hier ansetzen und dann können wir hier das können wir hier ansetzen und dann können wir es im Winkel schneiden. Zum Beispiel jetzt hier 30 Grad ist schon eingestellt oder wir können jetzt hier auch auf 60 Grad gehen und bis 60 Grad nach unten. Finde ich eine coole Sache und wir können es auch sehr schnell wieder rausnehmen. Jetzt haben wir ein ganz klares Ranking der Geräte, und zwar das Ranking 2026. Ich habe ein ähnliches Video schon vor ein paar Jahren gemacht. Zu heute hat sich einiges geändert. Ein paar Geräte sind dazugekommen, ein paar Geräte sind rausgefallen. Eine Sache möchte ich noch mal erwähnen. Das Gerät hier gibt es auch als 54 Volt Gerät. Die wesentlichen Funktionen sind gleich. Wenn dich dafür interessierst, wenn du im Dewalt-System bist, schau dir das gegebenenfalls mal an. Wenn ihr mich persönlich übrigens fragt, was sind meine Lieblingsgeräte, was wären meine absoluten Favoriten, dann ist es so, im 18 Volt Bereich ist es für mich ziemlich eindeutig, dass es auf jeden Fall Platz 1 Metabo wegen der Schnitttiefe. Es wäre aber ansonsten Platz 2 Milwaukee, weil das Ding einfach auch richtig Kraft hat, richtig Spaß macht, eine tolle Maschine. Die Festool mag ich eigentlich sehr gerne, aber da ist die Schnitttiefe mir einfach zu wenig. Ja? Ich möchte die pure Schnitttiefe haben, ich brauche das. Bei den kabelgebundenen Geräten gibt es keine Diskussion, ist es für mich auf jeden Fall das Gerät von Festool. Ja, die Metabo schneidet ein paar Millimeter tiefer, aber die hier hat noch mal ein paar Nuancen, wo ich sage, da würde ich auf jeden Fall das Gerät bevorzugen. Schreibt mal unten in die Kommentare, welches ist das Gerät, welches ihr vielleicht schon habt, und habt ihr den Kauf bereut, dann würdet ihr heute eine andere nehmen. Für heute soll es das gewesen sein, für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.